Liebe Stiere, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Mit euch bin ich eure Tarotleserin Angelika und ihr schaut den Kanal Tarot und Leben. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf das zweite Halbjahr 2026. Lasst uns beginnen. Zunächst schauen wir uns die Energien an, die euch durch diese Zeit begleiten werden. Anschließend sehen wir nach, welches Ereignis in der zweiten Hälfte von 2026 eine besonders wichtige Rolle für euch spielen wird. Danach richten wir unseren Blick auf das, was in dieser Zeit die größte Bedeutung für euch haben kann. Außerdem schauen wir natürlich, welche neuen Möglichkeiten, Entwicklungen oder Begegnungen ihren Weg in euer Leben finden möchten. Heute arbeite ich übrigens mit 3 Decks derselben Künstlerin. Ihre Karten begleiten mich schon seit langer Zeit, denn sie tragen etwas ganz Besonderes in sich. Leuchtende Farben, spannende Bilder und eine Energie, die sich immer warm, lebendig und positiv anfühlt. Deshalb werden genau diese Decks uns heute durch die Legung führen. Gut, dann schauen wir weiter. Mit dem nächsten Deck sehen wir uns an, wodurch euch die zweite Hälfte von 2026 besonders in Erinnerung bleiben wird. Danach werfen wir einen Blick auf die Überraschungen, die das Leben in dieser Zeit für euch bereithält. Und hier habe ich noch dieses kleine Deck. Ich muss sagen, ich mag es wirklich sehr. Schaut einmal, noch bevor wir überhaupt richtig angefangen haben, sind direkt 3 Karten herausgesprungen. Der Wagen, das Ass der Stäbe und die 9 der Kelche. Wisst ihr was? Genau diese Karten lassen wir hier liegen. Manchmal fühlt es sich an, als würden die Karten ihren Platz selbst wählen. Und genau diesen Eindruck habe ich gerade. Deshalb bleiben sie Teil dieser Legung. Die eigentliche Frage lautet heute nicht, woran ihr euch erinnern werdet, sondern was euch während der gesamten zweiten Hälfte von 2026 am meisten Freude schenken kann. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Wer sich eine persönliche Beratung wünscht, kann mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Den entsprechenden Link findet ihr wie immer unten in der Beschreibung unter dem Video. Und jetzt machen wir uns gemeinsam auf den Weg durch diese Legung. Kommen wir nun zur ersten Karte, die uns etwas über die Energien des zweiten Halbjahres und zugleich über das wichtigste Ereignis dieser Zeit erzählen möchte. Hier erscheint ein großer Arkana, der Imperator. Immer wenn ein großer Arkana in einer Legung auftaucht, spricht das von Entwicklungen, die Gewicht haben und oft länger nachwirken, als man zunächst vermutet. Mit dem Imperator betretet ihr eine Phase, in der Ordnung, Verantwortung und innere Stärke eine besondere Rolle spielen werden. Gleichzeitig entsteht die Möglichkeit, euer Leben bewusster zu gestalten und Entscheidungen zu treffen, die euch langfristig voranbringen. Statt euch einfach von den Umständen treiben zu lassen, wächst der Wunsch, selbst die Richtung vorzugeben und Schritt für Schritt etwas aufzubauen, das Bestand hat. Genau darin zeigt sich die Kraft dieser Karte. Eure Energie möchte sich nicht verzetteln, sondern bündeln. Ziele werden klarer, Prioritäten deutlicher und vieles richtet sich auf konkrete Ergebnisse aus. Wer schon länger davon träumt, ein eigenes Projekt zu verwirklichen, ein Unternehmen aufzubauen oder beruflich mehr Anerkennung zu erhalten, kann in dieser Zeit wichtige Fortschritte erleben. Auch dort, wo bisher noch kein stabiles Fundament vorhanden war, entsteht die Chance, etwas Dauerhaftes zu erschaffen und die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Disziplin. Allerdings nicht als Zwang, sondern als Fähigkeit, den eigenen Weg konsequent weiterzugehen. Gerade dadurch kann mehr Stabilität entstehen, denn vieles, was zuvor ungeordnet oder unsicher wirkte, findet nach und nach seinen Platz. Während Klarheit einkehrt, wächst zugleich das Vertrauen in die eigenen Entscheidungen. Und genau diese innere Sicherheit hilft dabei, Pläne nicht nur zu entwickeln, sondern auch erfolgreich umzusetzen. Neben Struktur bringt der Imperator einen ausgesprochen praktischen Blick auf die Dinge mit sich. Träumereien treten etwas in den Hintergrund, während die Frage wichtiger wird, was tatsächlich funktioniert und welche Schritte euch euren Zielen wirklich näher bringen. Dadurch fällt es leichter, Prioritäten zu setzen und die eigene Energie dort einzusetzen, wo sie die größte Wirkung entfalten kann. Gleichzeitig verändert sich die Art, wie andere Menschen euch wahrnehmen. Eure Präsenz wird stärker, euren Worten hört man aufmerksamer zu und in Situationen, die Verantwortung verlangen, traut man euch deutlich mehr zu als bisher. Nicht Druck oder Lautstärke sorgen für diese Wirkung, sondern eine natürliche Autorität, die aus Erfahrung, Klarheit und innerer Stabilität entsteht. Manche Entwicklungen können euch sogar in eine Position führen, in der andere Menschen Orientierung bei euch suchen oder wichtige Entscheidungen in eure Hände legen. Größere Projekte, Führungsaufgaben oder Vorhaben mit weitreichender Bedeutung passen sehr gut zu dieser Energie, denn die Karten zeigen deutlich, dass ihr bereit seid, mehr Verantwortung zu tragen, als ihr vielleicht selbst im Moment glaubt. Auch im persönlichen Bereich kann der Imperator wichtige Veränderungen ankündigen. Für einige rücken Themen rund um Familie, Partnerschaft oder Kinder stärker in den Mittelpunkt.
Bei anderen zeigt sich diese Karte durch eine neue berufliche Position, mehr Einfluss oder eine Aufgabe, die mit zusätzlicher Verantwortung verbunden ist. Darüber hinaus deutet vieles auf eine Begegnung hin, die sich langfristig als besonders bedeutsam erweisen kann. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob diese Verbindung privater oder geschäftlicher Natur ist. Entscheidend ist vielmehr, dass daraus etwas Tragfähiges entstehen kann. Eine Beziehung, die auf Vertrauen aufgebaut wird. Eine Zusammenarbeit, die Perspektiven eröffnet. Oder eine Verbindung, deren Bedeutung sich erst mit der Zeit vollständig entfaltet. Insgesamt trägt der Imperator eine sehr kraftvolle Botschaft in sich. Die zweite Hälfte von 2026 möchte euch zeigen, wie viel möglich wird, sobald Klarheit, Verantwortung und entschlossenes Handeln gemeinsam in dieselbe Richtung wirken. Schauen wir nun weiter und sehen uns an, was für euch in der zweiten Hälfte von 2026 die größte Bedeutung haben wird. Hier erscheint die 4 der Kelche. Diese Karte trägt eine sehr besondere Botschaft in sich. Denn sie spricht von Möglichkeiten, Geschenken des Lebens und Chancen, die bereits in eurer Nähe sind, aber zunächst vielleicht nicht vollständig wahrgenommen werden. Gerade deshalb lohnt es sich, genauer hinzusehen. Hinter der 4 der Kelche verbirgt sich häufig eine starke Beschäftigung mit vergangenen Erfahrungen. Nicht aus mangelndem Interesse an der Zukunft, sondern weil alte Gedanken, Erinnerungen oder Enttäuschungen noch so viel Raum einnehmen, dass der Blick für das, was jetzt entstehen möchte, zeitweise verdeckt wird. Sobald die Aufmerksamkeit immer wieder zurückwandert, bleibt die Tür nach vorn nur einen Spalt geöffnet. Und genau dadurch können Entwicklungen übersehen werden, die eigentlich längst auf euch warten. Darin liegt zugleich die wichtigste Warnung und die größte Hilfe dieser Karte. Wie ein guter Wegweiser erinnert sie daran, dass ständiges Zurückschauen Kraft bindet und verhindert, das volle Potenzial der Gegenwart zu erkennen. Wer innerlich immer wieder bei dem verweilt, was einmal war, bemerkt oft nicht, welche Möglichkeiten direkt vor den eigenen Augen auftauchen. Besonders deutlich zeigt sich das, wenn Gedanken entstehen wie „Früher war alles besser. Heute läuft nichts mehr so, wie ich es mir wünsche." Solche Gefühle sind menschlich und verständlich. Dennoch können sie dazu führen, dass wertvolle Chancen unbemerkt vorbeiziehen. Dabei sprechen die Karten hier von bemerkenswert starken Möglichkeiten. Das wirkt fast wie eine Unterstützung des Schicksals, wie ein Geschenk des Universums. Oder ganz konkret durch Menschen, Begegnungen und Situationen, die euch eine Tür öffnen möchten. Welche Sprache ihr dafür auch wählen möchtet, die Unterstützung ist vorhanden. Entscheidend wird sein, diese Zeichen wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben. Veränderungen, nach denen ihr euch schon lange sehnt, müssen nicht in weiter Ferne liegen. Wünsche, Ziele und Herzensanliegen zeigen sich in dieser Legung durchaus als erreichbar. Vorausgesetzt, der Blick richtet sich nicht ausschließlich auf das, was bislang gefehlt hat. Genau hier zeigt sich die Herausforderung der 4 der Kelche. Innere Unzufriedenheit kann dazu führen, dass ein Mensch Angebote ablehnt, die ihm eigentlich helfen würden. Aus Chancen werden dann keine Möglichkeiten, weil der erste Impuls lautet: Das reicht mir nicht. Das ist nicht genau das, was ich wollte. Das fühlt sich noch nicht richtig an. Dabei kann das Leben bereits alles vorbereiten, was für den nächsten Entwicklungsschritt gebraucht wird. Anerkennung im Beruf ist möglich. Neue Perspektiven auf dem Karriereweg können sich öffnen. Eine wichtige Begegnung für das Herz darf entstehen. Auch der Wunsch nach Familie oder einer stabilen Partnerschaft findet hier Unterstützung. Vieles, was gebraucht wird, scheint bereits vorhanden zu sein. Nur die Bereitschaft, es anzunehmen, möchte noch wachsen. Immer wieder lenkt die 4 der Kelche den Blick auf das, was fehlt, obwohl gleichzeitig so vieles vorhanden ist. Deshalb erinnert euch diese Karte daran, die Aufmerksamkeit bewusst auf das zu richten, was bereits in eurem Leben wirkt, wächst und sich entwickeln möchte. Freude beginnt oft genau dort, wo Widerstand nachlässt. Eine Phase der Nachdenklichkeit kann durchaus Teil dieses Prozesses sein. Rückzug, innere Einkehr oder das Bedürfnis, Abstand von anderen Menschen zu gewinnen, wirken in dieser Zeit nicht ungewöhnlich. Gedanken möchten sortiert werden. Gefühle brauchen Raum. Manche Erfahrungen verlangen nach einem tieferen Verständnis. Währenddessen entsteht gelegentlich das Gefühl, dass noch etwas fehlt oder dass das Leben mehr bereithalten müsste. Interessanterweise zeigt die Karte gleichzeitig, dass dieses Mehr bereits auf dem Weg ist. Neue Möglichkeiten sind vorhanden. Neue Türen beginnen sich zu öffnen. Neue Wege zeigen sich Schritt für Schritt. Vorübergehende Zweifel ändern nichts daran. Eine Zeit des Rückzugs kann euch sogar helfen, diese Chancen klarer zu erkennen. Sobald die innere Bewegung wieder in Gang kommt, beginnt sich vieles fast wie von selbst zu entwickeln. Manchmal durch eine Begegnung, manchmal durch ein Angebot und manchmal durch einen kleinen Impuls, der plötzlich alles verändert. Letztlich spricht die Legung sehr deutlich darüber,
dass ihr eurem Glück nicht ausweichen könnt. Was für euch bestimmt ist, findet seinen Weg. Was in euer Leben treten soll, wird sich zeigen. Was zu eurem Wachstum gehört, kommt zur richtigen Zeit. Deshalb liegt die eigentliche Aufgabe nicht darin, nach Möglichkeiten zu suchen, sondern sie anzunehmen, wenn sie vor euch stehen. Nehmen wir einmal ein konkretes Beispiel. Vielleicht entspricht die aktuelle berufliche Situation nicht mehr euren Vorstellungen. Und der Wunsch nach einer höheren Position wird immer stärker. Genau in einem solchen Bereich können sich neue Chancen ergeben. Ein Angebot könnte auftauchen. Mehr Verantwortung könnte übertragen werden. Eine Tür könnte sich öffnen, hinter der die Entwicklung liegt, auf die ihr schon lange gewartet habt. Natürlich entsteht dann schnell der Gedanke, das bedeutet mehr Arbeit, mehr Verpflichtungen, mehr Verantwortung. Manche Menschen lehnen genau deshalb Möglichkeiten ab, die ihr Leben eigentlich verbessern würden. Bequemlichkeit wirkt manchmal sicherer als Wachstum. Gewohnheit erscheint oft leichter als Veränderung. Trotzdem zeigen eure Karten etwas anderes. Eine außergewöhnlich starke Entwicklung möchte in euer Leben kommen. Große Veränderungen sind möglich. Deutliches Wachstum zeichnet sich ab. Viele Bereiche können sich gleichzeitig positiv entfalten. Aus diesem Grund wäre es wichtig, Chancen nicht vorschnell zurückzuweisen und euch nicht aus Unsicherheit von neuen Wegen abzuwenden. Die 4 der Kelche erinnert euch liebevoll daran, dass das Leben euch sehr viel mehr schenken möchte, als ihr im ersten Moment vielleicht erkennt. Haltet die Augen offen, vertraut euren Möglichkeiten und greift zu, wenn sich eine Tür öffnet. Genau darin liegt ein wesentlicher Schlüssel für eure zweite Hälfte von 2026. Schauen wir jetzt weiter und sehen uns an, was neu in Ihr Leben kommen wird in der zweiten Jahreshälfte 2026. Wenn Sie die Chancen, die sich Ihnen bieten, nicht von sich weisen, wenn Sie bereit sind zuzugreifen und den Weg zu gehen, den Ihr Herz Ihnen zeigt, dann schauen Sie einmal, welche wundervolle Karte hier erscheint. Die 9 der Münzen. Das ist eine Karte der Ergebnisse. Eine Karte der Verwirklichung. Hier werden Anstrengungen sichtbar. Hier tragen Ihre Bemühungen Früchte. Wohlstand, Zufriedenheit, Stabilität und Lebensqualität stehen ganz klar im Vordergrund. Während wir zuvor noch die Energie der 4 der Kelche hatten, mit ihren Zweifeln, ihrem Blick zurück in die Vergangenheit und vielleicht auch einer gewissen Unzufriedenheit, begegnen wir jetzt einer völlig anderen Stimmung. Hier geht es um Genuss, um Dankbarkeit, um das Gefühl, endlich anzukommen. Erfolg kann in ihr Leben treten. Mehr Komfort, mehr finanzielle Sicherheit, mehr Leichtigkeit. Gleichzeitig zeigt diese Karte nicht nur materiellen Wohlstand, sondern auch inneres Gleichgewicht und emotionale Zufriedenheit. Die Neunen stehen in Tarot oft für Fülle. Und genau diese Fülle möchte nun in ihr Leben fließen. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Lebensbereich sich diese Energie zeigt. Für manche von ihnen betrifft sie die Liebe und die Familie. Für andere die Karriere, das eigene Geschäft oder persönliche Projekte, die schon lange vorbereitet wurden. Einige Stiere könnten beispielsweise eine Familie gründen oder eine Beziehung auf eine neue Ebene bringen. Vielleicht gab es zuvor Unsicherheiten, Diskussionen oder Momente des Zweifelns. Doch nun beginnt sich vieles zu beruhigen. Schritt für Schritt entsteht etwas Beständiges. Sehr interessant ist auch, dass die 9 der Münzen häufig mit Eigentum verbunden ist. Deshalb könnten Themen wie Immobilien, Hauskauf, Umzug oder die Verbesserung ihrer Wohnsituation plötzlich eine große Rolle spielen. Vielleicht verkaufen sie etwas Altes und entscheiden sich für etwas Besseres. Vielleicht eröffnet sich die Möglichkeit, genau den Wohnraum zu schaffen, den sie sich schon lange wünschen. Ein Umzug ist ebenfalls denkbar. Besonders dann, wenn er mit mehr Komfort, mehr Freiheit oder besseren Lebensbedingungen verbunden ist. Betrachten wir die Karte insgesamt, dann zeigt sie vor allem eines. Ihr Leben bewegt sich in eine positive Richtung. Die Einnahmen können steigen, finanzielle Vorteile werden sichtbar, angenehme Überraschungen tauchen auf. Fast wirkt es so, als würde das Universum Ihnen Türen öffnen, die bislang verschlossen waren. Vielleicht begegnen Ihnen Menschen, die Sie unterstützen. Vielleicht erhalten Sie ein Angebot, mit dem Sie gar nicht gerechnet haben. Vielleicht kommen Geschenke, Chancen oder Möglichkeiten auf Sie zu, die Ihnen einen wichtigen Schritt nach vorne ermöglichen. Und wissen Sie, bei der 9 der Münzen wirken diese Geschenke oft sehr konkret. Hier geht es nicht nur um schöne Worte oder Versprechungen, sondern um reale Verbesserungen, die man sehen und spüren kann. Vor allem aber bringt diese Karte ein wunderbares Gefühl mit sich. Sie dürfen genießen, was Sie erreicht haben. In einigen Fällen kann die Karte sogar auf eine Erbschaft hinweisen, etwa auf eine Immobilie, ein Grundstück oder andere materielle Werte. Solche Themen könnten erfolgreich geregelt werden und Ihnen zusätzliche Sicherheit schenken. Alles in allem zeigt die 9 der Münzen eine Zeit, in der Sie die Ergebnisse Ihrer bisherigen Arbeit ernten dürfen. Eine Zeit voller Komfort, Stabilität und Dankbarkeit. Ihre Mühe war nicht umsonst.
Und die zweite Jahreshälfte 2026 hat das Potenzial, Ihnen viele Momente zu schenken, in denen Sie mit einem Lächeln sagen können, ja, dafür hat es sich gelohnt. Schauen wir weiter. Wodurch wird Ihnen die zweite Jahreshälfte 2026 besonders in Erinnerung bleiben? Hier erscheint der Page der Münzen. Und wieder begegnen wir der Energie der Münzen. Das ist wirklich interessant, denn durch die gesamte Legung zieht sich ein gemeinsamer roter Faden. Vernunft, Bodenständigkeit und ein kluger Umgang mit den eigenen Möglichkeiten. Der Kaiser sprach bereits von Struktur und strategischem Handeln. Die 9 der Münzen zeigte Wohlstand und konkrete Ergebnisse. Und nun unterstreicht auch der Page der Münzen genau diese Richtung. Finanzielle Themen rücken in den Vordergrund. Gleichzeitig geht es um durchdachte Entscheidungen, langfristige Planung und Schritte, die nicht spontan, sondern bewusst und mit Weitblick gesetzt werden. Besonders prägend könnten Ereignisse werden, die mit ihrer beruflichen Entwicklung, mit Weiterbildung oder auch mit ihren Einkommensmöglichkeiten verbunden sind. Vielleicht erinnern Sie sich an die 4 der Kelche, die zuvor erschienen ist. Dort war von Unzufriedenheit die Rede, vom Gefühl, nicht voranzukommen, beruflich festzustecken oder auf eine Chance zu warten, die einfach nicht kommen wollte. Genau hier könnte sich nun etwas verändern. Eine Tür öffnet sich, eine Gelegenheit erscheint, eine Möglichkeit, sich zu beweisen und endlich zu zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Für manche Stiere bedeutet das eine Beförderung. Andere erhalten ein wichtiges Projekt oder eine verantwortungsvolle Aufgabe, durch die ihre Fähigkeiten sichtbar werden. Mehr Verantwortung kann auf sie zukommen, gleichzeitig aber auch mehr Anerkennung, mehr Einfluss und letztlich ein höheres Einkommen. Ebenso denkbar ist ein ganz anderer Weg. Der Page der Münzen steht häufig für Lernen, Weiterbildung und persönliches Wachstum. Vielleicht entscheiden Sie sich für eine Ausbildung, eine Qualifikation oder einen Kurs, der Ihnen beruflich neue Türen öffnet. Das Besondere an dieser Karte ist ihre praktische Natur. Der Page sammelt Wissen nicht um des Wissens willen. Er möchte es anwenden. Alles, was er lernt, setzt er in die Praxis um. Genau dadurch entwickelt er sich weiter, gewinnt Erfahrung und wird zu jemandem, dessen Fähigkeiten sichtbar und wertvoll werden. Deshalb kann die zweite Jahreshälfte 2026 auch dadurch in Erinnerung bleiben, dass sie sich fachlich enorm weiterentwickeln und sich einen ausgezeichneten Ruf aufbauen. Für einige von ihnen zeigt diese Karte sogar den Beginn eines eigenen Projekts oder Unternehmens an. In Verbindung mit dem Kaiser kann daraus die Energie eines Unternehmers entstehen. Jemand, der etwas Eigenes aufbaut und Schritt für Schritt die Kontrolle über seine berufliche Zukunft übernimmt. Oft beginnt so etwas ganz klein. Vielleicht als Hobby, vielleicht als Nebenprojekt, vielleicht als Idee, die zunächst nur wenige Menschen ernst nehmen. Doch genau darin liegt die Kraft des Page der Münzen. Aus etwas Kleinem kann mit Geduld, Ausdauer und kluger Planung etwas sehr Bedeutendes entstehen. Es erinnert ein wenig an jene Geschichten von Unternehmen, die einst in einer Garage gegründet wurden und Jahre später zu großen Erfolgen heranwuchsen. Deshalb könnte diese Zeit für Sie vor allem mit Begeisterung für ein neues Vorhaben verbunden sein. Möglicherweise investieren Sie viel Energie in ein Projekt, das Ihnen wirklich am Herzen liegt. Und genau daraus entsteht später etwas Wertvolles. Noch etwas fällt bei dieser Karte auf. Sie bringt Chancen, nicht irgendeine Gelegenheit, sondern Angebote, die Sie inspirieren, motivieren und Ihnen neue Perspektiven eröffnen. Vielleicht kommt ein Vorschlag auf Sie zu, durch den Sie Führungsverantwortung übernehmen können. Vielleicht werden Sie gebeten, ein wichtiges Projekt zu leiten oder innerhalb eines Teams eine zentrale Rolle einzunehmen. Positive Nachrichten rund um Arbeit, Karriere, Finanzen oder geschäftliche Entwicklungen sind ebenfalls sehr gut möglich. Insgesamt schafft der Page der Münzen günstige Bedingungen, um Ziele zu erreichen und neue Einkommensquellen zu erschließen. Wenn ich mir die gesamte Legung anschaue, liegt der Schwerpunkt allerdings deutlich auf dem beruflichen Bereich. Liebe und Partnerschaft können zwar ebenfalls angesprochen sein, doch die stärksten Energien zeigen sich eindeutig bei Karriere, Selbstverwirklichung, Projekten und finanzieller Entwicklung. Sollte sich die Karte dennoch auf das Privatleben beziehen, könnte sie für die ersten Schritte einer gemeinsamen Zukunft stehen. Etwa für das Zusammenziehen oder dafür, sich im Alltag besser kennenzulernen und eine stabile Grundlage für etwas Langfristiges aufzubauen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Karte vor allem von Arbeit, Geschäft, Wachstum und neuen Chancen spricht. Die zweite Jahreshälfte 2026 eröffnet Ihnen die Möglichkeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, finanziell aufzusteigen, beruflich sichtbar zu werden und vielleicht sogar etwas Eigenes zu erschaffen, das Sie noch viele Jahre begleiten wird. Nun gut, schauen wir weiter. Welche Überraschungen erwarten Sie in der zweiten Jahreshälfte 2026? Hier erscheint die 3 der Stäbe. Und das ist eine wunderbare Karte, besonders wenn es um unerwartete Entwicklungen geht.
Vor allem deshalb, weil sie keine schwierigen oder belastenden Überraschungen ankündigt, sondern Chancen, Wachstum und neue Perspektiven. Das Schönste an dieser Karte ist ihre Zukunftsenergie. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Zeit lang zurückgeblickt, vielleicht über Dinge nachgedacht, die anders hätten laufen können. Vielleicht gab es Momente, in denen Sie das Gefühl hatten, dass sich manches nicht so entwickelt hat, wie Sie es sich gewünscht hätten. Gedanken kreisen um die Vergangenheit, Enttäuschungen werden immer wieder bewegt. Und plötzlich verändert sich etwas. Ganz unerwartet öffnet sich eine Tür. Ein Angebot erscheint, eine Gelegenheit zeigt sich und diesmal greifen Sie zu. Genau darin liegt die Kraft dieser Karte. Aus einer einzigen Chance kann sich plötzlich eine ganze Kette positiver Entwicklungen ergeben. Neue Perspektiven entstehen, Wachstum wird möglich, finanzielle Verbesserungen zeigen sich. Und Schritt für Schritt fügt sich alles zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Die 3 der Stäbe spricht davon, dass sich Horizonte erweitern. Wenn sich diese Energie im Beruf zeigt, dann kann daraus ein bemerkenswerter Aufstieg entstehen. Wer ein eigenes Projekt verfolgt oder ein Unternehmen aufbaut, darf mit einer sehr positiven Entwicklung rechnen. Ideen beginnen Form anzunehmen, Pläne werden konkreter. Und vieles von dem, was bislang nur Vision war, kann nun Realität werden. Besonders schön ist dabei, dass diese Entwicklungen unter günstigen Umständen stattfinden. Die Dinge kommen nicht nur ins Rollen, sie bewegen sich in die richtige Richtung. Jede Idee, die Sie in dieser Zeit starten, hat das Potenzial, sich erfolgreich weiterzuentwickeln. Erinnern Sie sich an den Kaiser zu Beginn der Legung? Dort ging es um Stabilität, Struktur, Verantwortung und darum, etwas Dauerhaftes aufzubauen. Genau diese Energie setzt sich hier fort. Nun wird sichtbar, wie ein solides Fundament entsteht. Für Projekte, Vorhaben, geschäftliche Entwicklungen oder langfristige Ziele. Deshalb ist es so wichtig, angebotene Chancen nicht vorschnell abzulehnen. Manche Vorschläge könnten äußerst interessant sein, vielleicht sogar verlockender, als Sie zunächst glauben. Schauen Sie genau hin, prüfen Sie die Möglichkeiten und überlegen Sie, welchen Weg sie Ihnen eröffnen können. Ein weiterer Aspekt dieser Karte sind Reisen. Sehr häufig zeigt die 3 der Stäbe geschäftliche oder berufliche Fahrten an. Vielleicht eröffnet sich die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, Verhandlungen zu führen oder ein Projekt außerhalb Ihres gewohnten Umfeldes voranzubringen. Auch Handel, Vertrieb, geschäftliche Kooperationen oder internationale Verbindungen können hier eine Rolle spielen. Wer über ein eigenes Geschäft nachdenkt, könnte überraschend eine Gelegenheit erhalten, den nächsten Schritt zu wagen. Ebenso begünstigt diese Karte erfolgreiche Zusammenarbeit. Neue Partner, starke Teams oder vielversprechende Kooperationen können in Ihr Leben treten. Gemeinsame Projekte stehen unter einem guten Stern und haben das Potenzial, sich sehr erfolgreich zu entwickeln. Darüber hinaus erinnert diese Karte an ein Thema, das wir bereits zuvor gesehen haben. Wohnen, Immobilien und Veränderungen des Lebensmittelpunktes. Ein Umzug kann durchaus möglich sein. Vielleicht erwerben Sie eine Immobilie, vielleicht regelt sich eine Erbschaft, vielleicht entsteht die Möglichkeit, an einem neuen Ort noch einmal ganz neu anzufangen. Dadurch können sich nicht nur Wohnsituationen verbessern, sondern gleichzeitig auch familiäre Themen harmonisieren und stabilisieren. Natürlich wird sich diese Energie bei jedem Menschen etwas anders zeigen. Die Grundbotschaft bleibt jedoch dieselbe. Die 3 der Stäbe bringt Bewegung nach vorn. Sie bringt Inspiration, sie bringt neue Möglichkeiten, sie bringt die erfolgreiche Umsetzung ihrer Ideen. Vor allem aber zeigt sie Ergebnisse, die aus ihren eigenen Entscheidungen und ihrem eigenen Einsatz entstehen. Genau deshalb wirkt diese Karte so kraftvoll. Was Sie in der 2. Jahreshälfte 2026 beginnen, aufbauen oder weiterentwickeln, besitzt großes Potenzial für die Zukunft. Eine stabile Grundlage entsteht, Projekte wachsen weiter und vieles von dem, was jetzt seinen Anfang nimmt, kann noch lange Zeit Früchte tragen. Aus diesem Grund gehören diese Karten zu den stärksten Energien der gesamten Legung. Sie sprechen vom Fortschritt, Erfolg, Entwicklung und hervorragenden Perspektiven für die Zukunft. Übrigens möchte ich euch noch zeigen, welche Karte unten im Deck liegt. Dort sehen wir die 3 der Kelche, eine Karte der Freude, des Feierns und gemeinsamer Erfolge. Sie spricht nicht nur von schönen Momenten, sondern auch von Teamarbeit und dem Gefühl, Ergebnisse endlich genießen zu können. Die 9 der Münzen hat bereits gezeigt, dass sich eure Mühen auszahlen werden. Genau deshalb wird es in der 2. Jahreshälfte genügend Gründe geben, stolz auf euch zu sein, eure Erfolge zu feiern und diese besonderen Momente mit Menschen zu teilen, die euch wichtig sind. Und da ist noch etwas Interessantes. Schauen wir auf das nächste Deck. Hier liegt der König der Stäbe. Für mich trägt er eine sehr ähnliche Energie wie der Kaiser. Natürlich nicht äußerlich. Der eine wirkt entspannt und fröhlich, während der andere ernst und majestätisch erscheint.
Was beide jedoch verbindet, ist ihre innere Kraft. Der König der Stäbe ist ein Anführer. Er übernimmt Verantwortung, trifft Entscheidungen, geht mutig voran und erreicht seine Ziele. Erfolg entsteht für ihn nicht durch Zufall, sondern durch Initiative und Entschlossenheit. Deshalb finde ich es besonders spannend, dass die Karten diese Energie wiederholen. Was offen im Legesystem sichtbar ist und was verborgen auf dem Boden des Decks liegt, erzählt dieselbe Geschichte. Alles deutet darauf hin, dass die zweite Hälfte des Jahres 2026 von Aktivität, Inspiration, Selbstvertrauen und einer starken Vorwärtsbewegung geprägt sein wird. Schauen wir nun auf die Karten, die zeigen, was euch in dieser Zeit am meisten Freude bereiten wird. Diese 3 Karten sind regelrecht aus dem Deck herausgesprungen. Da haben wir die 9 der Kelche. Auch sie ist eine Ergebniskarte. Während die 9 der Münzen eher materiellen Wohlstand, Komfort und Sicherheit symbolisiert, spricht die 9 der Kelche von emotionalem Reichtum. Sie steht für Lebensfreude, Zufriedenheit, Genuss und das Gefühl, angekommen zu sein. Daneben erscheint das Ass der Stäbe. Diese Karte bringt Chancen, neue Möglichkeiten und einen kraftvollen Impuls für einen Neuanfang. Besonders erfreulich ist, dass es sich nicht um eine Gelegenheit handelt, die an euch vorbeigeht. Ihr werdet sie erkennen und aktiv nutzen. Wenn wir an die 4 der Kelche zurückdenken, sehen wir dort jemanden, der eine Chance kaum wahrnimmt. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das, was fehlt, statt auf das, was angeboten wird. Hier sieht das Bild völlig anders aus. Die Möglichkeit wird erkannt. Die Erfahrung wird bewusst gelebt. Freude wird nicht mehr nur erhofft, sondern tatsächlich empfunden. Das Leben darf wieder genossen werden. Und dann haben wir noch den Wagen. Der Wagen steht für Bewegung, Durchbruch und Fortschritt. Er zeigt den Moment, in dem eine festgefahrene Situation überwunden wird. Neue Wege öffnen sich, vorhandene Ressourcen werden genutzt und Ziele rücken deutlich näher. Werfen wir noch einen Blick auf die Karte am Boden dieses Decks. Hier erscheint der Magier. Und genau diese Karte möchte euch an etwas Wichtiges erinnern. Ihr braucht niemanden, der euer Leben für euch gestaltet. Der Magier steht für Willenskraft, Eigenverantwortung und die Fähigkeit, selbst Realität zu erschaffen. Niemand wird euch eure Träume auf einem Silbertablett servieren, aber genau das ist auch nicht nötig. Alles, was ihr braucht, liegt bereits in euren Händen. Sobald ihr bereit seid, aus einer Phase der Unzufriedenheit, des Stillstands oder des Zweifelns herauszutreten, beginnt sich das Rad wieder zu drehen. Chancen werden sichtbar, Unterstützung kann angenommen werden, Türen öffnen sich. Deshalb lautet die Botschaft dieser Karten ganz klar: Achtet auf die Möglichkeiten, die euch das Leben bietet, und nutzt sie bewusst. Das Potenzial dieses Legesystems ist außergewöhnlich stark. Was wird euch also in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 besonders glücklich machen? Wohlstand und Fülle, neue Chancen und spannende Perspektiven, Tatkraft, Motivation und Begeisterung, unvergessliche Erlebnisse, schnelles Wachstum, spürbarer Fortschritt und das wunderbare Gefühl, dass sich die Dinge endlich in die richtige Richtung bewegen. Der Wagen kann übrigens auch ganz konkret für Reisen oder einen Umzug stehen. Bereits die 3 der Stäbe hat auf Bewegung hingewiesen. Manche von euch ziehen vielleicht in ein neues Zuhause. Andere unternehmen eine geschäftliche Reise, wechseln den Arbeitsplatz, gründen ein Unternehmen oder wagen sogar den Schritt in eine andere Stadt oder ein anderes Land. Die Möglichkeiten sind vielfältig und jeder von euch wird diese Energie auf seine eigene Weise erleben. Damit sind wir am Ende eures Ausblicks für die zweite Jahreshälfte 2026 angekommen, liebe Stiere. Wenn euch dieses Reading gefallen hat, abonniert gerne den Kanal Tarot und Leben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Mit euren Likes zeigt ihr mir außerdem, welche Legungen euch besonders angesprochen haben. Wir sehen uns morgen wieder, wie immer hier auf dem Kanal Tarot und Leben. Ich wünsche euch Frieden, Glück, Erfolg und viele wundervolle Momente. Mit Liebe, eure Tarotleserin Angelika. Fühlt euch umarmt. Bis ganz bald.